vom Europäischen Rat nach dem Zustimmungsvotum des Europäischen Parlaments zur Präsidentin der Europäischen Kommission ernannt, verpflichte ich mich feierlich, bei der Erfüllung aller meiner Pflichten die Verträge und die Charta der Grundrechte der Europäischen Union zu achten. As I was preparing our solemn oath to serve the European Union, over and over again came one image to my mind. We were not asked to place our hand on a constitution, as the leaders of other democracies do. But as I read the words on the oath, I imagined to place my hand on the treaties of the European Union and on the Charter of Fundamental Rights. It is a huge responsibility that we have just undertaken. We are guardians of the treaties, and we have the responsibility to give life to the treaties with our daily work and our daily action. Because the treaties and the Charter that we swear to respect are more than a list of articles and commas. They embody everything we stand for as a union. They tell the story of our European continent, the story of how we went from centuries of war to creating these unprecedented continental democracies. We must be proud for what is in the treaties and the Charter. The individual right to life and to liberty, equality of women and men, the right to fair and just working conditions, the duty to fight for social justice, the duty to promote peace inside and outside our borders. In the treaties and the Charter, you will find ancient wisdom and incredible modernity. They are the essence of centuries of philosophy and of the mistakes of our past. Some of these rights are rooted in our tradition. Others were only conquered very recently after decades of struggle. In no other place in the world will you find such an amazing set of rights and freedoms, from gender equality to the protection of personal data. Mesdames et Messieurs les juges, aujourd'hui, nous prêtons serment devant vous qui représentez le droit et l'état de droit. Aujourd'hui, nous faisons le serment de respecter et de protéger nos valeurs européennes. Aujourd'hui, nous prêtons serment sur tout ce que nous avons de plus cher. Et nous faisons le serment d'œuvrer pour chaque citoyen européen, soit-il originaire d'un petit ou d'un grand pays, de l'Est ou de l'Ouest, du Nord ou du Sud. Parce que l'Europe n'avance que si nous avançons tous, si les intérêts nationaux sont conciliés au sein d'un intérêt européen plus large. Il n'y a qu'une seule Union européenne. Quand nous sommes unis, nous sommes tous plus forts. Plus forts sur la scène internationale, plus forts contre le changement climatique, plus forts pour protéger les intérêts de nos citoyens. Les mots que nous venons de prononcer placent la barre très haut pour chacun et chacune d'entre nous. Nous sommes déterminés à relever ce défi. Cette commission se conformera à un code de conduite plus exigeant que jamais. Un code destiné à garantir que nous servons l'intérêt général des Européens. Nous voulons être une commission plus transparente et plus responsable pour gagner chaque jour davantage la confiance des citoyens et citoyennes européens. Car c'est à eux qu'appartient l'Europe. Diese Menschen sind Europas größte Hoffnung.
Zusammen bilden sie den größten Reichtum dieses unglaublichen Kontinents, den wir unsere europäische Heimat nennen. Und Herr Präsident, Sie haben eben skizziert die große Aufgabe, der wir uns verschrieben haben, unsere Schöpfung zu respektieren und unseren Kindern und Kindeskindern nicht nur einen lebenswerten, sondern auch einen lebensfähigen Planeten zu hinterlassen. In einer Zeit der Algorithmen dafür zu sorgen, dass nicht der Markt die Daten bestimmt und auch nicht der Staat persönliche Daten bestimmt, sondern vom einzelnen Menschen her gedacht wird. Für Migration zu sorgen, die gleichermaßen nachhaltig ist und human. Und unsere Werte zu verteidigen und zu stärken. Werte, die gewachsen sind über Jahrhunderte, bis sie dann in Demokratien verankert worden sind. Werte, die gewachsen sind aus der Aufklärung und auf dem Rechtsdenken Roms und der Philosophie Griechenlands. Und wenn Europa heute feiert oder innehält oder auch trauert, dann ertönt unsere Europahymne. Es ist die Ode an die Freude. Die Worte der Ode an die Freude sind etwas altertümlich, aber der Inhalt ist zeitlos. Ich darf zitieren, denn die Ode an die Freude feiert die Freundschaft. Wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein. Die Ode an die Freude feiert Vergebung und Versöhnung. Groll und Rache sei vergessen, unserem Todfeind sei verziehen, unser Schuldbuch sei vernichtet, ausgesöhnt die ganze Welt. Und die Ode feiert die Freude. Lasst uns als Kommission mit einer Hand auf den Verträgen und einer Hand auf unserem Herzen versprechen, dass wir nicht nur unser Bestes geben, um unsere Pflicht zu erfüllen und Europa zu dienen, sondern dies mit großer Freude tun. In diesem Sinne sage ich wie immer, es lebe Europa, vive l'Europe, long live Europe.